Also für die Studieneingangsphase haben wir wie andere Hochschulen in Thüringen ja auch Programme und zur Unterstützung der Studierenden. Da haben wir zum Beispiel das Buddy-Programm, die Welcome Days, dann haben wir Exkursionen und auch Sprachtandems. Das Studentenwerk Thüringen unterstützt in einigen Hochschulstandorten sogenannte Studentenclubs. Die befinden sich teilweise in Wohnanlagen vom Studierendenwerk, meistens im Keller. Und dort findet man sehr schnell Anschluss. Dort laufen Partys, interkulturelle Abende, teilweise Kochsessions und so. Und ja, dann gibt's noch das Café International, Culture Talk. Also das ist eine generelle Anlaufstelle für internationale Studierende. Das wird gut genutzt. Und das ist eigentlich somit auch der erste soziale Kontakt, der entsteht. Da kann man gleich neue Leute kennenlernen und kann gemeinsam was machen. Also ich glaube fast wirklich an die Uni richten und auch auf Tutoren zugehen und dann keine Scheu haben, auf soziale Angebote einzugehen. Also gerade vom Hochschulsport, im Fitnessstudio, bestimmte Veranstaltungen wahrnehmen. Das gibt es ja in Jena auch ganz viel. Zusammen wandern gehen, zusammen Fahrradtouren unternehmen, zusammen eine Bootsfahrt unternehmen. Und im Studienwohnheim wird gerade auch ein bisschen mehr darauf geachtet, dass wir wirklich auch Erasmus-Studierende aufnehmen, dass wir gucken, auch aus anderen Nationen Menschen aufzunehmen und mit denen dann zusammenzuwohnen. Und das ist natürlich ein sehr guter Anschlussort für Internationale, wenn man wirklich mit den Deutschen dann auch zusammen wohnt und eben auch zusammen dann was macht, weil dadurch lernt man ja wieder andere Deutsche kennen und kann dann auch Angebote einfach besser wahrnehmen und erfahren. Weimar ist klein und süß. Es ist ein Ort, wo Vernetzung ganz gut funktioniert. Es gibt viele Initiativen, Vereine, Gruppen von Menschen, die sich entweder politisch oder ökologisch oder geschlechtaktivistisch engagiert sind. Und diese Gruppen sind eben sehr gut vernetzt durch die Größe von der Stadt. Das finde ich voll gut. Und man kann irgendwie, wenn man bestimmte Interessen hat, richtig schnell in die Szene reinkommen und auch Menschen kennenlernen, die ähnliche Interessen haben. In general, we have a lot of clubs which they are open the whole week, and also different teams like associations. And then you will never get bored in the campus, and that it's also a good opportunity to meet new people. Hochschulgruppen, das ist die beste Möglichkeit, um rein ins Campusleben zu kommen oder rein in das deutsche Campusleben zu kommen, weil dadurch lernt man nicht nur Studenten kennen, sondern auch man lernt auch, es gibt auch die Möglichkeit auch Deutsch zu lernen. Und es gibt viele Hochschulgruppen, also ich werde die hier nicht aufzählen. Genau, und das Campusleben, also ich würde auch sagen, es ist auch so, dass es überall Flyer gibt, da ist etwas aufgeklebt. Dann gibt es immer die Möglichkeit auch an freiwilligen Organisationen zu beteiligen. Ich war einmal bei ISIC, das ist doch auch eine Organisation, die Studenten unterstützt, wenn sie doch ein Praktikum oder freiwillige Arbeit ins Ausland machen wollen. Oder doch sie kriegen kleine Projekte hier in Jena, allgemein in Deutschland. Und sie nehmen Kontakt auf mit Leuten im Ausland und sie kommen herher. Und du kannst vorstellen, wie schön und wie das ist für andere Studenten, die nach Jena kommen oder doch ins Ausland gehen. So, yeah. I'm also in the Kammerchor of the Hochschule, so I like to sing, and it's a really good choir with great musicians, mostly people that do choir conducting or that sing, so it's a really good level, and it's a great way to meet new people and make music in a very fun
context. I met someone from We4U, and this person took care of me. And then I started to be proactive in different associations, and that's why I got connected to many people. And then, yeah, it was easy and like better. I'm part also from SB, that it's another association in the campus and for internationals. And they also are very super helpful. Ich denke, es ist besonders wichtig für internationale Studierende, sich da mehr zu engagieren. Da ist immer noch eine gewisse Repräsentationslücke, also dass sie, auch wenn jetzt der Anteil der internationalen Studenten vielleicht hoch ist, dass sich nicht so ganz widerspiegelt im Studierendenrat beispielsweise. Und internationale Studierende haben ja ganz andere Schwierigkeiten im Studium, ganz andere Anliegen. Und die wollen sie natürlich auch gegenüber der Hochschule irgendwie vertreten. Ich denke, die größten Hürden sind bei vielen, dass ihnen nicht so ganz bewusst ist, wofür die einzelnen Gremien überhaupt da sind. Was ist der Fachschaftsrat? Was macht der Studierendenrat überhaupt? Ja, also es gibt als studentische Selbstverwaltung gibt es den Studierendenrat oder die Fachschaftsräte. Die Fachschaftsräte fokussieren sich dann eben auf ihren Fachbereich und repräsentieren die Studierenden gegenüber Professoren oder auch mit den Professoren, was ihren Fachbereich angeht. Der Studierendenrat ist für die gesamte Universität oder für alle Studenten zuständig. Jeder kann sich da aufstellen und wählen lassen und daran teilnehmen. Und Entscheidungen, die die komplette Hochschule betreffen, die müssen eben auch vom Studierendenrat mit abgesegnet werden, also nicht nur von der Hochschulleitung, vom Kanzler, Dekanen etc. Und man möchte das natürlich auch ein bisschen fördern, dass die Studenten früh lernen, sich demokratisch und auch aus eigener Initiative selbst mit einzubringen.